Am 21. Juli 1969 landeten Menschen erstmals auf einem anderen Himmelskörper. Die Besatzung der Apollo-11-Mission sammelte in wenigen Stunden über 20 Kilogramm Mondgesteinsproben und brachte sie zur Erde zurück. Aus diesen Proben können Forscherinnen und Forscher auch 50 Jahre später noch neue Erkenntnisse, wie zum Beispiel über das Alter des Mondes, gewinnen. Wir haben das Alter des Mondes neu bestimmt, weil wir in Köln das Glück hatten, von der NASA Apollo-Mondproben zu bekommen und an diesen Proben eben Messungen zu machen, hier in unserem Reinsluftlabor, wo wir uns gerade befinden. Wir haben uns sehr exotische Elemente angeschaut in diesem Mondgestein, Hafnium und Wolfram. Da hat der Normalsterbliche sicherlich noch nichts von gehört. Das sind aber Elemente, die für Geowissenschaftler sehr wichtig sind, weil wir damit über ein radioaktives Zerfallssystem das Alter des Mondes bestimmen können. Und zusammen mit Isotopenmessungen haben wir dann eben herausgefunden, dass der Mond jetzt 4,51 Milliarden Jahre ungefähr alt ist und nicht 4,3 oder 4,4, wie man das vorher gedacht hat. Das mag für einen Außenstehenden sehr ähnlich klingen, aber für uns Geowissenschaftler ist der Unterschied markant, wenn man die Sache mal vom anderen Ende aufzäumt. Das Sonnensystem ist 4,56 Milliarden Jahre alt. Das bedeutet also, wir reden jetzt darüber, ist der Mond schon nach 50 Millionen Jahren entstanden oder ist er erst nach 100 oder 200 Millionen Jahren entstanden. Und wir wissen jetzt, dass er früher entstanden ist und das ändert Modelle, zum Beispiel auch wann die Erde entstanden ist. Die Entstehung des Mondes datiert nämlich gleichzeitig auch die Entstehung der Erde. Nachdem wir die Mondproben letztlich bekommen haben, werden die hier in unserem Reinsluftlabor bearbeitet, wo wir uns auch gerade befinden. Und wir lösen die im Prinzip auf in Säure und danach trennen wir uns mit aufwendigen Verfahren die Elemente, die uns interessieren, ab. Die fischen wir uns sozusagen heraus und dann werden die an den Massenspektrometern, die wir hier im Nachbarraum betreiben, hochpräzise analysiert. Mich reizen an dieser Art von Forschung, dass man wirklich grundständige Probleme lösen kann, die mich schon als Kind interessiert haben. Wie alt sind die Planeten? Wie sind die Planeten entstanden? Ich habe mich schon immer für Weltraumfahrt interessiert. Jetzt hat man plötzlich die Möglichkeit, Proben in die Hände zu bekommen, die vor 50 Jahren genommen wurden, als ich noch ein Kind war und vor Fernseher saß und die Astronauten auf dem Mond gesehen habe. Jetzt darf man an diesen Proben arbeiten. Das ist schon sehr beeindruckend, 50 Jahre später.